ist der wohl naturnahste Strom in Mitteleuropa und hat einfach eine unglaubliche Vielfalt an Lebensräumen. Ja? Hier gibt es Elche zusammen mit Adler und Biber. Das würde Mensch normalerweise erst irgendwie in Skandinavien oder in Kanada erwarten. Das gibt es hier und die Oder ist einfach ein Lebensstrom. Wir töten dieses wunderschöne, lebendige Organismus. Also der schöne Fluss ist nicht nur eine Rinne mit Wasser, sondern das tatsächlich ein lebendiges Organismus. Wenn aber diese Maßnahmen durchgeführt werden, dann ist es so viel kaputt, dass wir das eben halt nicht mehr so ohne weiteres rückgängig machen können. Und ohne weiteres meine ich tatsächlich Generationen. Hier wird unter dem Vorwand des Hochwasserschutzes und der Eisbrecherflotte wird hier die Industrialisierung der Oder geplant, die bisher doch ziemlich naturnah ist. Ich lebe jetzt seit über 30 Jahren hier in Lunow direkt an der Oder und bin für mehrere Gemeinden zuständig, die direkt am Fluss liegen und finde schon ziemlich schlimm, was hier so geplant wird an Oderausbau und Industrialisierung eines Flusses, der bisher noch ziemlich naturnah ist. Diese Landschaft hier, wo unsere Kühe auch weiden, die wurde ja vom Fluss geprägt. Jetzt wurde das eingedeicht, ist auch okay, also für den menschlichen Schutz sozusagen. Aber ich finde, es geht zu weit, wenn man jetzt da wieder tiefe Einschnitte machen muss und das ganze System auch wieder durcheinander bringt. Also ich denke, die Natur ist auch anpassungsfähig, auch ich bin anpassungsfähig. Aber es muss doch nicht sein, dass immer wieder irgendwelche Konzerninteressen, irgendwelche staatlichen Interessen, ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber ich finde es echt absurd, dem wieder höher gestellt werden. Genau mitten im Fluss verläuft die deutsch-polnische Grenze. Wenn wir also die Mitte des Flusses überfahren haben, dann sind wir in Polen. Ja, so viel Schiffsverkehr wie jetzt ist hier meistens, nämlich gar keiner. Und das ist auch aus dem Hintergrund schwer zu verstehen, warum die Oder so ausgebaut werden soll. Die Oder ist mein Arbeitsgebiet. Das ist mein Arbeitsplatz. Wenn hier eingegriffen wird, dann verändert sich genau das, was ich den Gästen vermitteln will, nämlich die Wildnis, die wir hier schon haben. Wenn man irgendetwas daran verändert, dann wird es immer Auswirkungen haben auf alle Bereiche im Fluss. Das ganze Oderbruch sah mal so aus wie hier. Das ist alles entwässert und alles komplett verändert. Hier haben wir genau das nicht. I come here every day. I live here half a minute away. It's a bit of a threat. When a river really is wild, but there's so much expanse here, and what's important about this river that it has this expanse. The water, when it rises, can go into the meadows, and then it's not so dangerous. It can go through, and if you have the deepening of the river, the water will be drawn away from the meadows, and it will go deeper and faster away. And then you will change the landscape here, and that will be very sad. Ich bin hier praktisch reingewachsen. Ich fische jetzt auch schon über 40 Jahre hier auf der Oder und in Poldergewässern. Und möchte meinen, ich kenne mich da schon ein bisschen aus. Also ich finde, was die Menschheit mit der Natur angestellt hat, schon schlimm. Aber schlimmer geht ja immer. Und
Wenn die letzten Zufluchtsmöglichkeiten der Fische vernichtet werden, Wandermöglichkeiten der Fische unterbrochen werden, die Strukturen sich ändern, keine Ruhezonen mehr für die Fische sind. Also ich schätze das aus jetziger Sicht verheerend ein. On a choisi de construire une maison d'hôtes et pour ne pas être les seuls à profiter de ce trésor naturel. Et ce fleuve est vraiment avec des paysages magnifiques et ce fleuve est un endroit merveilleux, quoi. C'est un fleuve vivant qui change tous les jours, les lumières changent, le paysage change. C'est vraiment merveilleux cet endroit. Und wenn das alles umgesetzt wird, was hier gerade geplant wird, wird die Landschaft in wenigen Jahren völlig anders aussehen als jetzt. Weniger naturnah und alles, was am Nationalpark hier zum Beispiel entstanden ist, ist dann getrost zu vergessen. Das angebliche Hochwasserschutzabkommen zwischen Deutschland und Polen von 2015 ist ein kompletter Fake, ist in Wirklichkeit ein verdeckter Austausch konfligierender deutsch-polnischer Schifffahrtsinteressen zwischen privaten polnischen und deutschen Firmen, um EU-Umweltrecht umgehen zu können und um auch Hochwasserschutzmittel zweckentfremden zu können für die Binnenschifffahrt. Das ist eine Behauptung, die nicht ich aufgestellt habe, sondern die Urheber des Abkommens selber offen zugegeben haben. Creuser le fleuve, c'est vraiment aller contre la nature. Et il faut vraiment que l'homme réapprenne à coopérer avec la nature. C'est vraiment important. C'est aussi ce qu'on veut apporter à nos enfants. Apprendre à vivre avec la nature, vivre avec et dans la nature, c'est vraiment apprendre à la respecter. Ich finde es einfach verrückt, was mit der Artenvielfalt, die hier vorkommt, was der Mensch da zunichte machen kann. Das ist einfach ein einmaliger Lebensraum in Europa und den können wir doch einfach mal so lassen, wie er ist.